In dieser ganz, ganz kurzen, ungewöhnlich kurzen Episode möchte ich dich gerne in meine Gedanken mitnehmen. Und zwar erzähle ich dir, dass ich mich umpositioniert habe und du erfährst, worauf genau und weshalb überhaupt. Ich freue mich, dass du da bist. Lass uns direkt starten. Du hörst den Podcast Easy Website Creation, dein Podcast für eine Squarespace-Webseite, die du ganz einfach selbst erstellen kannst. Ich bin Linda Luck und als Webdesigner weiß ich ganz genau, was du als Solo-Business-Owner brauchst, damit du ohne Frust eine Website haben kannst, die für dich verkauft. Ich freue mich, dass du auch in dieser Folge wieder dabei bist und würde sagen, lass uns direkt starten. Ich sitze gerade an der Planung von meinem Podcast und da ist mir aufgefallen, dass eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, noch gar nicht kommuniziert habe. Und zwar, pass auf, ist mir aufgefallen, dass locker, ja, ich habe gerade 80% im Kopf, nee, es sind eher 90 oder 95% meiner Kunden ein Online-Business haben. Also, was bedeutet das? Die haben ähm, Mentoring-Programme, Kurse, digitale Produkte wie Downloads und so weiter, die sie verkaufen und oder verkaufen 1:1 Angebote, Supportstunden, so wie ich das auch mache. Und ja, da ist mir aufgefallen, dass ich da tatsächlich nochmal an meiner Positionierung schärfen darf. Denn es sind tatsächlich nicht die Anfänger, die mit einer Website anfangen und da Unterstützung brauchen, die auch, aber es sind dann eher die explizit ein Online-Business aufbauen wollen. Also nochmal kurz zusammengefasst und weniger chaotisch von mir runtergebrochen. Es dreht sich immer um ein Online-Business. Also egal, ob jemand anfängt oder schon fortgeschritten ist und eine bessere Lösung sucht. Es gibt viele, viele Leute, die ein Online-Business gründen und dafür ihre Website brauchen. Und da ist einfach Squarespace wie gemacht dafür. Das kommt gar nicht so in deren Kommunikation wirklich raus, aber Squarespace hat alles, was du brauchst für ein Online-Business, einfach on board, ohne eine Trilliarden Tools miteinander verbinden zu müssen und diesen ganzen Pain von Workflow einrichten, Bezahlversion, Workflow einrichten und so weiter hat. Und da kommt the beauty of WordPress wirklich richtig, WordPress sage ich schon, shame on me, the beauty of Squarespace tatsächlich richtig, richtig gut zur Geltung. Und da saß ich dann bei meiner lieben Freundin und wir haben drüber philosophiert, für was und wie und überhaupt, um einfach nochmal das Ganze zu schärfen. Und ich kann es ja nur sagen, je spezifischer und je schärfer du eine Zielgruppe oder dein Business positionieren kannst, so rum, umso einfacher gelingt dir einfach alles. Ja, die Ansprache der Wunschkunden, deine Produktentwicklung und, dein Content, all das. Und long story short, ich positioniere mich als Squarespace-Experte nach wie vor, speziell für Online-Business-Owner. Und das ist cool. Das macht total viel Spaß. Das ist das Ausschöpfen des Systems auf 100%, weil es einfach so, so cool ist, was du mit Squarespace alles machen kannst. Es ist nicht einfach nur eine Website online stellen und dass die gut aussieht. Nein, das ist ein Verkaufstool, das ist ein Business Asset. Du kannst mit Squarespace, wenn du es richtig machst, richtig gut Geld verdienen, ohne diesen ganzen Pain zu haben. Du kannst ein Business führen, Umsatz machen, ohne diesen ganzen Technik-Pain. Ja, den du vielleicht mit anderen Tools schon hattest, so wie ich mit WordPress. Genau, deswegen schwirrt dieses Wort immer in meinem Kopf rum. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich gerade eine Masterclass vorbereite. Kostenlos, kann man sich anmelden. Wirst du jetzt hier in dem Podcast irgendwann auch hören, dass ich das so ein bisschen als Werbung mit einblende, hier und da. Und zwar, in dieser Masterclass geht es halt einfach darum, zu zeigen, wie einfach das funktioniert mit dem Online-Business in Squarespace. Genau.
Und das setze ich gerade alles auf. Ich habe meine komplette Website gerade glatt gezogen. Ich habe meine Angebotsdarstellung auf meiner Website glatt gezogen, mein Menü glatt gezogen. Was jetzt noch fehlt, ist die Willkommensserie meines Newsletters, dass ich da auch nochmal drauf eingehe und das ein bisschen expliziter mache. Und ja, einfach auch mal so an dich, es ist keine Schande, wenn du deine Positionierung anpasst. Ne? Das ist ja auch das habe ich auch in dem Podcast, in der Episode das Drama-Lama der Positionierung, das irgendwie am Anfang, ist das eine Episode von mir, habe ich ja davon erzählt, dass es Prozesse sind. Und das ist okay und das darf sich auch weiterentwickeln. Und umso besser. Ne? Also ich sage immer, Stillstand ist Rückschritt. Lieber vorantreten oder voranschreiten und erkennen, wo man Dinge optimieren kann und dann go for it, ja, ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn du spürst, dass das dein besserer Weg ist und du gezielter vorankommst, dann mach das, ja. Positionier dich gerne nochmal, verschärf die Positionierung, deine Kommunikation und dann bist du da auf einem besseren Weg, langfristigeren Weg, ja, und zwar den du gehen willst. Genau, so und jetzt starte ich mit Content, der darauf ausgerichtet ist, wie Squarespace für dich mit deinem Online-Business gut funktioniert. Und das heißt, so dieses ganz arg Basic-Zeugs wird hier in diesem Podcast nicht mehr so stattfinden. Es ist dann schon eher so, dass es darum geht, wie du mit einer Squarespace-Webseite gut verkaufen kannst. Und da freue ich mich drauf. Das heißt, 2026 steht unter diesem Stern. Du kannst ganz viele Inhalte darüber erwarten, ja, dass wir hier genau hinschauen, was dir dabei hilft, deinen Umsatz zu steigern und vor allen Dingen effizienter zu arbeiten. Ja, das geht ja Hand in Hand. Weil wenn du einfach ein Tool hast, das für dich arbeitet und du nicht Stunden über Stunden an deinem Workflow arbeiten musst oder Tools miteinander verbindest, ja, das macht ja was mit dir. Ja, du brauchst ja nicht mehr so viel Zeit, dich mit dem ganzen Technikkram auseinanderzusetzen, sondern machst das, was du eigentlich machen willst und das ist deine Arbeit. Genau. Und ja, darum geht's. Das heißt, mit mir wird es in Zukunft mehr Online-Business-Inhalte in Verbindung zu Squarespace und Branddesign geben. Da darfst du dich drauf freuen. Und ich freue mich im Gegenzug dessen, wenn du mir lauschst und weiterhin dabei bist. So viel zu meinem Update, zu meinem Business und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Mach's gut. Ciao, ciao.